Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich bin zurzeit auf Kreta mit meinem Camper und meinen 2 Hunden angekommen und werde hier auch eine Zeit lang bleiben, solange wie es mir gefällt. Ich habe nicht vor, nochmal nach Deutschland zurückzukommen und daher habe ich mir überlegt, dann bleibe ich einfach hier. Wo soll ich noch hin? Besser geht's nicht mehr. Ich habe schon viel gesehen. Schau dir das mal an. Gibt es einen Ort auf dieser Welt, der schöner ist? Nun, also, wenn die Sonne scheint, dann bin ich happy. Natürlich scheint hier auch nicht immer die Sonne, ne? Wow, der Sand, der ist ganz weich. Also, mein heutiges Thema ist, was ist denn das Thema? Ja, es gibt mehrere Themen, die so zusammenhängen. Ne? Zwar Geduld mit sich selbst und mit anderen, Akzeptanz, mit sich selbst akzeptieren und auch andere akzeptieren, wie sie sind oder was sie machen. Was gibt es noch? Auf die rechte Zeit warten. Nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, weil man es unbedingt will, sich durchsetzen wollen. Ja, wie komme ich darauf? Also ich hatte in meinem Leben öfters die Situation, dass ich zum Beispiel einen festen Plan hatte und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will noch das und das alles machen. Zum Beispiel war ich in Italien und wollte Süditalien bereisen und habe auf dem Weg eine Gemeinschaft besucht, Freilernergemeinschaft. Das heißt, das sind meistens Familien mit Kindern, die keine Lust mehr haben, ihre Kinder in Deutschland zur Schule zu bringen oder zu lassen. Und sie haben entschieden, auszuwandern quasi. Sie haben sich in einer Gemeinschaft zusammengefunden in Süditalien. Ja, und ich habe mir gedacht, ich gehe die besuchen. Und ich war der einzige Mann, also da waren natürlich auch Männer mit Frauen, aber ich war jetzt der einzige Mann ohne Kind und dafür 2 Hunde. Da hatte ich noch nur einen Hund, einen Gordi. Und dann wollte ich einfach mal gucken, wie die so zusammen leben und was sie machen, um mich inspirieren zu lassen. Allerdings wollte ich weiterreisen. Aber dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich habe ich ja sowas ja mir vorgestellt, weil ich ja schon mal eine Gemeinschaft selber gründen wollte mit ein paar Leuten. Und dann dachte ich mir, ja, ich wünsche mir eigentlich so eine Community mit Campern auch, also nicht nur, ne? Also ich habe mir das so vorgestellt. Und dann komme ich da an und dann war ich quasi mit meinem Camper, da waren auch andere Camper, aber nicht nur, da war auch eine Herberge mit Zimmern und Wohnungen, mit eigener Küche und Bad.
Also das war recht gemischt. Und wir haben zusammen da quasi auf dem Platz verbracht. Und ich habe dann von Tag zu Tag neu entschieden. Ich habe also meine Pläne umgeschmissen. Weil für mich hat das ja dann keinen Sinn mehr gemacht, weiter zu reisen, weil ich habe genau das manifestiert, was ich wollte. Also gefunden, ohne zu suchen. Und dann bin ich da geblieben. Von Tag zu Tag habe ich neu entschieden. Und das war auch gut so, dass ich nicht mit meinem Kopf durch die Wand wollte, um unbedingt meine festen Pläne durchzusetzen. Ich meine, ich kann immer noch Süditalien bereisen, wenn ich möchte, in den nächsten Jahrzehnten. Ja, habe ja jetzt Zeit. Also muss ja nicht alles auf einmal sehen. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, wo Buddy ist. Buddy! Buddy! Ah, der ist hier ein wenig abgelenkt von den Ziegen. Nicht so weit. Da ist er. Da ist er. Nicht so weit, ne, mein Kleiner? Gut. Dann gehen wir weiter. Ja. Und im Nachhinein war ich richtig happy, dass ich da war. Und ich habe nichts vermisst. Also ich habe jetzt nicht vermisst, an Süditalien zu bereisen. Oh. Also damals wollte ich immer mit dem Kopf durch die Wand. Wenn ich einen festen Plan hatte, habe ich das durchgesetzt. Ich habe alles, was ich angefangen habe, das war sogar mein Motto, weil ich erkannt habe, alles, was ich angefangen habe, habe ich durchgezogen und abgeschlossen. Das ist ja eigentlich das, wie wir auch erzogen werden in der konventionellen Welt. Ja, ist das gut? Ist das wirklich gut? Im Nachhinein muss ich sagen, nee. Weil auf dem Weg deines Lebens machst du neue Erkenntnisse und dann passen manche Dinge nicht mehr und ja, wenn du dann das durchziehen willst, was du dir eigentlich vorgenommen hast, aber das nicht mehr passt, dann ist das eigentlich unnötige Energieverschwendung, weil dann gehst du eigentlich den falschen Weg. Ja. Nur weil es andere von dir vielleicht sogar erwarten, machst du das. Zum Beispiel Schule oder Studium. Ja? Deine Eltern erwarten, dass du das durchziehst. Ja? Also Studium auch, ne? Wenn du finanziell von deinen Eltern abhängig bist, dann erwarten natürlich deine Eltern, haben die eine Mitsprache. Buddy! Hey! Bleib mal bei mir. Ach, der kleine Racker. Das heißt, man wird immer wieder von Erwartungen anderer beeinflusst. Und als Kind ist es natürlich nicht einfach, sich da frei zu machen. Kommt auf die Eltern natürlich an, ob die das zulassen überhaupt, was das Kind will. Wenn das Kind sagt, nee, ich möchte lieber das und das machen, aber die Eltern sagen, nee, du machst das und dann studierst du das und das. Ja? Also du, keine Ahnung was, ne? Und das Kind will eigentlich Kunst machen oder
Sport oder sowas oder na, wo der Lust drauf hat. Ja, aber damit kann man ja kein Geld verdienen, normalerweise. Ich bin wieder an meinem Lieblingsplatz. Das ist eine Stunde entfernt von meinem Camper, den wir jetzt gerade gewandert. Hier will ich auf jeden Fall ein bisschen chillen. Das heißt, wenn du, also ich spreche jetzt alle Menschen an, ja, die Erwartungen an andere haben, vielleicht Eltern an ihre Kinder oder sich da auch in ein Leben einmischen, die älteren Kinder, ja, also manche Eltern können auch nicht loslassen, ne? Oder machen sich Sorgen. Also ich kenne das von meiner Mutter vor allem. Meistens sind es die Mütter, die nicht loslassen können und die machen sich ständig Sorgen, obwohl ich schon 40 war. Ja? Irgendwann habe ich das erkannt und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin erwachsen. Ich gestalte mein Leben so, wie ich es möchte. Und ja, ich habe mich davon befreit. Es war nicht so einfach. Also nur mit Sagen und Reden ist es oft nicht getan. Da gehört bei mir viel Energiearbeit dazu, sei es durch Familienaufstellung oder Iboga hat mir da sehr gut geholfen, Abhängigkeiten zu lösen von Menschen oder Verstrickungen. Das ist so von afrikanischem Baum die Rinde in Pulverform. Ja, ich setze mich mal hier hin. Ich halte euch gleich mal wieder dazu. Aloha! Ich habe die Gunst der Stunde genutzt, um in dieses herrliche Wasser reinzuspringen. Heute ist es auch recht angenehm wieder, also mit 17 Grad schätzungsweise. Wir leben im Paradies. Also wir müssen nur dahin, wo das paradiesisch ist, raus aus der Stadt, rein in die Natur. Schaut mal, ich habe vorhin bin ich auf so einen Krebsreim getreten. So ein kleiner Mini-Krebs. Aber der ist leider tot. Ja, also, ich habe jetzt etwas klareren Kopf. Oh Gott. Eieiei. Worum geht es eigentlich in meinem Video? Wo ist es gerade überlegen, einen roten Faden zu finden, was ich eigentlich erzählen will. Ich habe ja kein Drehbuch oder so. Eigentlich geht es darum, also hauptsächlich um Geduld mit sich und mit anderen und die Interaktion miteinander. Eltern-Kind-Beziehung oder Eltern-großes Kind-Beziehung, sage ich mal. Das geht ja weiter im Erwachsenenalter. Aber auch in der Partnerschaft. Es gibt immer Erwartungen. Sobald man zusammen wohnt, gibt es Erwartungen. Selbst wenn man nicht zusammen wohnt, gibt es Erwartungen. Wir sind doch alle freie Wesen, freie Menschen. Wir sollten uns darin üben, nicht so sehr auf andere zu schauen, sondern mehr auf sich selber. Die anderen können ihr Ding machen. Lasse gehen. Lasse ihre Wünsche erfüllen, wie sie es wollen. Mach dir keine Sorgen, wenn du zum Beispiel Vater, Mutter bist oder was auch immer. Ja?
Das ist deren Leben. Genauso willst du ja auch für dich deinen Weg gehen, ohne dass andere da immer reinquatschen und ihre Bedenken äußern. Also es geht in beide Richtungen. Also wenn du dich da angesprochen fühlst. Also es gibt nie einen Menschen, der nur Erwartungen an andere hat, sondern es gibt auch im Gegenzug immer Erwartungen an einen selber. Daher passt das eigentlich zu allen Menschen, kann man so sagen. Und sich davon zu befreien, ist nicht so einfach, habe ich ja gesagt. Da muss man manchmal schon tiefer gehen. Vor allem, wenn man zum Beispiel als alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn oder Tochter lange, also sehr, sehr enge Verbindung hatte, dann ist es sehr schwer, da loszulassen. Oder ja, das ist einfach eine starke Abhängigkeit voneinander. Selbst das Kind hat es dann schwer, von der Mutter oder vielleicht auch dem Vater, ne, der alleinerziehend ist, loszukommen. Also im Leben geht es darum, dass jeder seine Erfahrungen macht. Vor allem, wenn er im Erwachsenenalter ist, junger Mann oder junge Frau. Die dürfen auch mal auf die Nase fallen, ja? Sie sollen ausprobieren im Leben. Das Spiel des Lebens geht darum, Spaß zu haben, Dinge zu machen, die man sich schon immer gewünscht hat und auch mal ein Risiko einzugehen. Und go for it. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel für mich nicht gemacht hätte, würde ich nicht hier sein. Ja, dann würde ich immer noch in meinem Büro abhängen, weil mein Vater das zum Beispiel will, weil er meint, ich habe ja so einen super Job oder so. Natürlich, aber es ist doch mein Leben und deshalb entscheide ich so. Und da gilt es loszulassen und zu akzeptieren, was der Sohn will. Und im Nachhinein, entweder klappt es und dann hat man so ein Leben wie ich, oder es klappt nicht und man fällt auf die Nase. Und was kann schlimmstenfalls passieren? Man hat kein Geld. Und was macht man dann? Dann geht man wieder arbeiten. Ja, dann geht man halt ins alte Leben zurück. Das Leben ist ein Experiment, man probiert sich aus. Ich muss mal kurz stoppen und meinen Hund zurückrufen. So, da ist er wieder. Komm mal hier. Kleiner Racker. Komm mal hier. Zeig dich doch mal. Guck mal hier. Der kleine Racker. Der haut immer ab. Da darf ich auch etwas Geduld haben. Ich habe auch die Erwartung natürlich, dass er immer bei mir bleibt. Aber es ist ja auch mein Hund. Ich will ja nicht, dass der... Also bei Hunden ist es was anderes mit der Erziehung. Ne? Soll immer bei mir bleiben. Wir sind ein Team. Irgendwann sind hier ein paar mehr Menschen. Dann soll er bei mir bleiben. Ja? Und da habe ich keine Lust, ihn ständig zu rufen. Ja. Woran liegt das eigentlich auch? Wenn man unbedingt durchsetzen will und seine Erwartungen an einen anderen unbedingt durchsetzen will. Das gilt jetzt nicht unbedingt nur für Eltern-Kind-Beziehungen, sondern ich will aber, dass du so und so bist und das machst. Und andere will aber, nee, ich will das nicht und so weiter. Aber ich will, ne? Ich will dich jeden Tag sehen. Und der andere, nee,
ich brauche meinen Freiraum. Ja, das ist einfach, hat auch immer wieder was mit dem inneren Kind zu tun, das verletzt ist. Das, ja, das seine Wünsche früher geäußert hat und die nicht gehört wurden. Und dann will man das immer wieder durchsetzen, seine Wünsche. Ja? Schaue selbst, was du für dich machen kannst, statt an anderen Erwartungen zu haben. Erwartungen. Wo wir hingehen, oder wo ich hin möchte, ist in die bedingungslose Liebe. Liebe ohne Bedingungen. Liebe ohne Erwartung. Ja? Frei. Da gehört auch die Unabhängigkeit dazu. Wenn man zusammenpasst und zusammengehört, dann bleibt man auch zusammen. Und wenn man nicht mehr zusammenpasst und nicht mehr zusammengehört, dann geht man. Und dann kann man den anderen auch nicht festhalten. Das ist bedingungslose Liebe für mich. Aber das ist gar nicht so einfach. Ja. Die bedingungslose Liebe gibt es in der 5. Dimension, sagt man. Das ist aber noch ein weiter Weg. Also ich weiß es nicht. Das dauert noch einige Jahre, denke ich. Bis ich zumindest dahin komme, glaube ich. Bis dahin darf ich auch lernen, Dinge einfach so anzunehmen, wie sie sind und zu akzeptieren, wie sie sind. Andere Menschen annehmen, wie sie sind und akzeptieren, wie sie sind. Und mich selber so annehmen, wie ich bin und jede Situation so annehmen, wie sie ist und akzeptieren. Und irgendwann kommt die rechte Zeit, dass sich die Situation löst. Zu deinen Gunsten, zu deinen Wünschen. Aber du kannst es nicht sofort haben. Es ist immer ein Prozess. Deshalb dürfen wir uns immer wieder in Geduld üben und warten. Ja, nicht warten, nicht nur warten, sondern weiter an sich selber arbeiten und nicht versuchen, den anderen zu verändern. Weil er geht auch seinen eigenen Prozess. Ja? Und es bringt nichts, wenn man da Druck ausübt, weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Das ist ein physikalisches Gesetz. Ja, dieser Finger, wenn der drückt gegen diesen Finger, dann drückt dieser Finger dagegen. Ja, oder gegen die Hand. Gegendruck. Ansonsten geht es nach da. Also Druck erzeugt immer Gegendruck. Deshalb loslassen und akzeptieren. Und wenn etwas zu dir gehört und wenn es so sein soll, dann passiert es. Ja? Wir gehen schon ein Drehbuch des Lebens. Ja, eine Vorbestimmung, eine gewisse Vorbestimmung haben wir noch. Ich glaube, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, da sind wir wirklich die reinen Schöpfer unseres Lebens oder Schöpfer unserer Realität. Aber im Moment, ich schätze mal in 3D, ist es auf jeden Fall noch so 100%, dass wir in dieser konventionellen Welt ein bestimmtes Drehbuch haben, bis wir in die 5. Dimension gelangt sind. Und dann sind wir reine Schöpfer und können uns alles manifestieren, was wir uns wünschen. Und natürlich haben wir da gar keine Erwartung an den anderen, weil da herrscht die bedingungslose Liebe. Nicht nur unter Partnern, Freund, Freundin, Mann, Frau,
Familienangehörige, Mutter, Kind oder wer auch immer oder andere Partnerbeziehungen. Also, lass die Sturheit los, lass die Starrheit los, bleib flexibel. Viele Menschen leiden unter Rückenschmerzen. Warum? Weil sie starr sind, starrköpfig, stur. Das ist eine Sache, die ich auch habe. Und ich bin dabei, die zu lösen. Natürlich, Rückenschmerzen können auch ganz viele andere Gründe haben. Meistens ist es auch Stress. Gut. Ich glaube, das war es heute mit meinem Thema. Ich genieße den restlichen Nachmittag hier jetzt und wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich sende euch diese wunderschönen Farben nach Deutschland, Sonnenstrahlen und das Licht. Ich weiß, es ist im Moment sehr öde in Deutschland, trist und grau und kalt. Ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und freue mich wie immer wieder auf eure Kommentare, Likes und was auch immer. Und ja, drück euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Adel, der Reisende.